Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema Gold, finaler Shakeout vor dem Ausbruch. Disclaimer: Gold, finaler Shakeout vor dem Ausbruch. Gold hat mit 1965 $ höchstwahrscheinlich die Talsohle erreicht, indem er einen falschen Ausbruch produzierte und die verbleibenden schwachen Hände rausgeschüttelt wurden. Gut möglich, dass Gold in den nächsten Monaten Richtung 2350 $ steigt. Ja, so sieht es der Statist, dass dieser Rückgang ein finales Shakeout ist. Es gibt auch Stimmen, dass es halt noch weiter runtergeht. Wir werden das sehen. Ich denke, der Druck auf Gold etc. ist ganz gewaltig und eben auch insbesondere Silber. So ein Szenario ist nicht auszuschließen und das geht, wie Sie sehen, in wenigen Monaten vonstatten. Und in dem Fall muss man natürlich davor in den Gold, gerade Gold-Penny-Aktien etc. investiert sein. Meiner Meinung nach wie vor eine interessante Situation, dass jetzt wirklich dauerhaft eben dieser Widerstand durchbrochen wird und Gold in ganz andere Höhen marschiert. Und dann sehen Sie zum Beispiel auch diese letzte ähm, Rallye sozusagen 2020, hier dieser Anstieg. Da war eigentlich genau dasselbe. Der Statist sieht eben genau dasselbe, dass es hier auch noch so einen finalen Shake-out gab. Viele dachten, es geht jetzt hier weiter runter, aber nein, es kam diese Eruption hoch. Und genau dieses Verhalten sieht man immer und immer wieder und das könnte sich jetzt wiederholen. Ja, hier ein Goldprojektgenerator Projektgenerator mit kürzlichen Entdeckungen, Kalifornien, Nevada und Yukon. Also sie haben drei Goldprojekte. Einmal das Goldprojekt SI2 befindet sich im Esmeralda County, Nevada, 60 Kilometer nordwestlich von Tonopah, Nevada und 20 Kilometer nordwestlich der Lagerstätte Eastside von Alligant Gold mit 1,4 Millionen Unzen Gold und 8,8 Millionen Unzen Silber. Sie haben da 986 Hektar. Dann haben Sie das Projekt Wales, das ist im westlichen Yukon, ungefähr 40 Kilometer von Beaver Creek. Und 60 Kilometer von Newmans Gold Corps, 4 Millionen zum Kaffeelagerstätte entfernt. Ja, es sind 350 zusammenhängende Quarzclaims mit einer Fläche von 7200 Hektar. Ähm, die Mineralisierung strukturell kontrollierte Goldmineralisierung, granitischen Intrusionen, Ähnlichkeiten zu den Lagerstätten Coffee und Golden Sattel, umfasst drei bekannte Mineralisierungstrends, von denen im Prinzip nur eins untersucht worden ist. Ja, Bohrergebnisse bei Golden Sattel sind 3,53 Gramm pro Tonne auf 19,5 Meter und 10,38 Gramm pro Tonne Gold. Dann haben Sie noch das Projekt in Kalifornien, Mojave, Inyo County, Fläche von 5.800 Hektar, Silber, Basismetall und Gold ist da zu finden. Potenzial für eine Kupfer-Gold-Profil-Mineralisierung auf der westlichen Seite wird hier angegeben. Historische Bohrergebnisse 1 Gramm pro Tonne auf 99 Meter, 2,1 Gramm pro Tonne auf 16,8 Meter. Ja, Sie sehen das charttechnisch. Beim letzten Goldaktienboom ist die Aktie scharf ausgebrochen von 10 Cent auf fast 1 $. Der Boden scheint jetzt hier gefunden zu sein. Ausbrüche kündigen sich an, kann natürlich noch stark schwanken, aber es ist absolut denkbar, wenn beim nächsten Goldaktienboom, dass diese Aktie dann auch relativ schnell Richtung 1 $ steigt und wenn der Boom dann weitergeht, dementsprechend weiter. Also sicherlich eine interessante Aktie, natürlich hohes Risiko, immer keine Kaufempfehlung. Hier auf der rechten Seite sehen Sie nochmal die Gebiete, wo Sie erben. Das ist eben hier Kalifornien, hier ist der Yukon und da ist Nevada. Ja, meiner Meinung nach impliziert das gute Rechtsgebiete und ja, und gute Bohrergebnisse sind da und die könnte, wie gesagt, in einem potenziellen Gold- und Goldaktienboom profitieren, diese Aktie. Ja, generell nochmal zu Gold. Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2.000 $ auf 8.500 $. Die Charts geben es her und es ist ähnlich wie zum letzten Goldboom. Da ist damals
Gold hier von $200 innerhalb von einem Jahr auf 850 gestiegen, nachdem es eben diese Formation beendet hat. Und diese Formationen sind absolut identisch, nur dass jetzt eine Null mehr dran ist. Wir sind jetzt eben bei ca. $2000 und es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch so einen riesen finalen Sprung macht. Und das wäre natürlich gigantisch für Goldaktien. Damals sehen Sie die Werte in den 70er Jahren von 5 Cent auf $19, 10 Cent auf $36. Und das bedeutet mehr oder weniger, dass man aus $1000 relativ oft eine Viertelmillion mit den Goldaktien machen kann. Aber es war natürlich auch eine dementsprechende Bewegung. Das ist natürlich ein Jahrhundertanstieg, das muss man sagen. So wie im gewissen Sinne das hier von 2000 zumindest hier bis zur Finanzkrise auch ein Jahrhundertanstieg war, wenn auch etwas länger gezogen. Und hier hatten wir ja auch eine ganz, ganz starke Goldaktienrallye. Ja, das könnte sich jetzt auf breiter Basis wiederholen und wahrscheinlich zur stärksten Goldaktienrallye der Geschichte führen. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Und wir glauben also erst, dass jetzt Gold erstmal moderat steigt, in Anführungsstrichen auf 2300, Silber Richtung $50. Und das führt eben dazu, dass diese Penny Stocks dann reagieren, wie sie zum Beispiel auch 2020 reagiert haben. Da ging es im Prinzip bei dem Beispiel von 2 Cent auf 36 Cent in wenigen Monaten hoch. Und wenn es jetzt mit einer größeren Magnitude ist, ist es denkbar, dass diese Aktien im Schnitt auf $1 und mehr steigen. Und ja, und das kann dann wirklich zu einer Mania werden und dann könnte es noch hohe Kurse geben. Gerade von diesen extremen Tiefen, wo wir im Augenblick sind. Erinnern Sie sich an 2011, da war das so, da ist das Silber in 8 Monaten von $17 auf $50 gestiegen und ab dem oberen Drittel wäre es eigentlich ideal gewesen, Gold- und Silberaktien zu verkaufen. Und danach kam dann im Prinzip dieser lange, quälende Bärenmarkt. Das muss euch bewusst sein. Sobald wir solche Spikes sehen, ist Gefahr im Verzug, dass es solche quälenden Bärenmärkte geben sollen. Und da reagieren besonders Goldaktien negativ drauf. Also wir nehmen an, Silber geht jetzt mehr oder weniger in die Richtung 50 und ab 42 im Vergleich zu den anderen Dollar dürften, sage ich mal, die Goldaktien schon sich ziemlich aufgerichtet haben, aufgebläht haben und sind dann anfällig für eine Korrektur. Also ab circa $42, damals waren es hier 32, sind dann die Goldaktien nicht mehr wesentlich stärker als die Edelmetalle selber gestiegen. Und dieser Punkt kann jetzt eben diesmal zum Beispiel 42 sein. Das hatten wir mal abgeschätzt. Ja, insgesamt sind wir halt noch extrem unterbewertet. Hier sehen Sie das Goldaktien-Gold-Ratio. Da sehen Sie merkwürdigerweise, das ist 96, geht es im Verhältnis von Goldaktien zu Gold abwärts. Aber der Boden ist eindeutig erreicht und die Statisten erwarten eine starke Catch-up-Rallye zum alten Median und vielleicht drüber hinaus. Und das würde alle anderen Goldaktien-Rallyes, wie zum Beispiel die hier von 2011, komplett in den Schatten stellen. Gleichzeitig sind die Junior-Goldaktien gegenüber den Senior-Goldaktien extrem unterbewertet. Auch das kann ruckzuck abgebaut werden, wie 2002 bei einer der letzten riesigen Goldaktienbullenmärkte. Das alles würde eben die Bewertung von Penny-Gold-Aktien treiben und man versieht sich kaum und aus vielen Penny-Gold-Aktien sind Dollar-Aktien geworden. Und auf diesen Effekt setzen wir ja. Ja, hier mal eine Frage. Wie hätte man 1970er Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Mit einer Zweitraktion und $44 Einsatz hätte man zwischen 1976 und dem Jahr 2000 1 Million gemacht. Man hätte so optimal den Inflationszyklus und dem folgende inflationsfreie Wachstumsphase für seinen Vermögensaufbau genutzt. Anstatt Opfer dieser Entwicklung zu sein, multipliziert man einfach beide Ereignisse und macht so langfristig Millionen. So oder so ähnlich wird es auch diesmal laufen. Ja, es ist einfach mal wichtig aus meiner Sicht, sich bewusst zu machen, wie hat man eigentlich während des letzten Goldaktienbooms wie hätte man den optimal gespielt? Und da lassen sich hier eine gewisse Ableitung auf die heutige Situation machen. Hier sehen Sie einfach so ein Beispiel, wie das Verhalten von Goldaktien ist.
Es schlummert die ganze Zeit, dann kommt möglicherweise ein steigender Goldpreis, natürlich Entdecklung, einfach positive Stimmung. Goldaktien können von wenigen Penny-Dollars in der Spitze, in diesem Beispiel hier von 10 Cent auf sogar 10 Dollar steigen. Das erhoffen wir uns ja. Natürlich erstmal im Prinzip Dollar und das sind schon Ausnahmen, die dann höher gehen und in der Spitze auf 10 Dollar. Aber das sind einfach gigantische Anstiege in kurzer Zeit. Das bleibt nur für einen kurzen Augenblick so und dann muss man seine Gewinne realisieren. Und hätte man das zum Beispiel hier in den 1970er Jahren gemacht, in Goldaktien investiert, sage ich mal, im Schnitt vielleicht sein Geld verhundertfacht und dann im Grunde genommen in Top-Aktienfonds, ich nehme hier beispielsweise Berkshire Hathaway, investiert. 1980 war Berkshire Hathaway bei 350 Dollar, 1999, als dann die inflationsfreie Wachstumsphase vorbei war es bei 80.000. Ja, und wenn man das dann einfach multipliziert, wie oben erwähnt, dann hätte man eben aus 43, 68 Dollar mal 100 mal 228 1 Million Dollar gemacht. Und das ist meiner Meinung nach ähm, die Power dieser eruptiven Entwicklung, die wir vor uns haben. Ich meine, es ist eben so, dass die Goldaktien extrem unterbewertet sind. Die werden sich irgendwann entladen. Nichtsdestoweniger wird es langfristig nach diesen Inflationsexzessen auch wieder normales Wachstum geben, Zukunftstechnologien, Top-Aktien, Top-Fonds. Natürlich wissen wir das nicht im Vorfeld. Das ist eben wirklich nur der Blick zurück und einfach mal Ableiten machen. Und meine Ableitung wäre natürlich mit den Goldaktien schon aus Sicherheitsgründen dadurch nochmal mehr Gold und Silber zu kaufen, weil, wie gesagt, dieses Mal könnte das Bankensystem und auch Währungsreform, also wirklich scharfe Eingriffe geben. Aber nichtsdestoweniger glaube ich schon, dass einige Top-Aktien mehr oder weniger bestehen bleiben. Sie werden nur ungeheuer billig in dieser Situation, aber wenn man eben Gold und Silber zur Verfügung hat, kann man reinvestieren. Und Sie sehen 1980, wie es gelaufen ist, hätte man eben aus 44 Dollar in Goldaktien investiert und dann Berkshire Hathaway, also beispielsweise für Top-Aktien und Top-Fonds, hätte man 1 Million gemacht. Also mich ehrlich gesagt fasziniert das, weil es sind eigentlich nur 2 Klicks und Sie kennen die Leute, die versuchen an der Börse auf täglicher Basis oder mit allen möglichen Spekulationen Geld rauszuholen. Meist klappt es nicht. Und hier macht man 2 Klicks und man hat für alle Zeiten ausgesorgt. Und jetzt müssen Sie sich einfach vorstellen, Sie hätten ja viel, viel, viel mehr von diesen Goldaktien zu dieser Zeit in dieser Tiefe investieren können. Also viel, man könnte das Ereignisketten nennen und man könnte eben verschiedene Gelder investieren, was man ja auch macht, was da für Resultate rauskommen könnten. Wie gesagt, das ist ein Blick im Rückspiegel. Ich denke aber im Prinzip wird es auch wieder ähnlich laufen. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, damit meinen wir eben, dass das Risiko, wenn Goldaktien ansteigen, auch exponentiell wächst von 2 Seiten her. Ne? Eben einfach von den produzierenden Ländern, die mit Extrabesteuerung und Verstaatlichung kommen können und dann natürlich auch unser eigenes Bankensystem, das vielleicht versucht ist in der nächsten Krise, weil sie das nicht finanzieren kann über Steuergeldern, sich an den Firmen, an den Einlagen etc. zu vergreifen. Also wir werden da von 2 Seiten bedroht und die Lösung ist aus meiner Sicht relativ früh, die Gold- und Silberaktiengewinne in Gold und Silber zu konvertieren, vielleicht einen kleinen Teil drin lassen und reinvestieren in Top-Aktien etc. Aber einfach mehr, um das nicht komplett aus dem Auge zu liegen, würde ich an der sagen. Das meinen wir mit Ereignis 2 und Ereignis 3. Ja, Multiplikation habe ich schon erwähnt. Man kann eben diese Ereignisketten sich so denken, also verschiedene Gelder verteilen, verschiedene Goldaktien. Eine entwickeln sich besonders gut, einige nicht. Vielleicht sind es verschnittene Ver25-fachung, dadurch mehr physisches Gold und Silber, das dann irgendwann seinen Maximalwert erreicht und dann reinvestieren. Das ist damit auch nochmal gemeint.
Also alles in Anlehnung an die Situation der 1970er Jahre, 80er Jahre, wie man da optimal investiert hätte. Aber ich garantiere Ihnen, so ähnlich wird es auch laufen, wenn vielleicht auch andere Schwerpunkte, andere Ländernamen, whatever, da kommen. Aber die Chance, die Verzerrungen sind genauso groß oder noch viel, viel größer da. Und diese Verzerrungen, die muss man für sich nutzen und das beinhaltet ungeheure Chancen. Ja, 1000-Wecker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren nach Potenzialfaktor, Grad des Goldes, Länderrisiko zu sortieren. Exit-Strategie, wie gesagt, haben wir auch dabei. Einlage von Gold und Silber bei Einkaufsgemeinschaften, Unternehmen zu jeder Zeit in Gold und Silber kommen, keine Mindestinvestition, eine Überweisung zum schon, es ist ein Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist auch der Verkauf, falls Sie Bargeld brauchen. Ja, nochmal ganz herzlich Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben, das wird dem Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.